wir sind da so eine Generation, die dann nicht in eine friedliche Welt aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, was dann unsere Kinder oder unsere Enkelkinder sagen oder erleben, aber wir sind da in eine Welt geboren und aufgewachsen, die dann auch immer, ob das dicht an uns oder weit weg entfernt, immer wieder von Krieg, von Konflikten gehört haben. Und das müssen wir nicht einfach für die zukünftige Generation überlassen. Also ist ja meine große Motivation. Also man muss dafür, ich möchte gerne mich engagieren in diese Richtung, dass man dann auch vielleicht Frieden schaffen. Vielleicht schaffe ich ja gar nichts. Aber ich habe ja mein Bestes getan. Und wenn ich es nicht schaffe und vielleicht nach mir auch viele andere Leute sich engagieren, so weitermachen, vielleicht schaffen die dann irgendwann mal. Mein Name ist Daniel Yedubun. Ich bin gebürtig aus dem Tschad, aber ich lebe schon über 20 Jahre hier in Deutschland. Und ich arbeite bei IRENA als Länderreferent für Sahel. Sahel ist dann für uns also 3 Länder, wo wir arbeiten, wo wir tätig sind. Wir arbeiten ja nicht in ganze Sahel, sondern in 3 Ländern: Mali, Burkina Faso und Niger. Da bin ich dann zuständig. Also diese Gedanke ist mir dann schon als junger Mensch schon geprägt, als dann im Tschad ein Bürgerkrieg ausgebrochen und da waren auch das war viele Verletzte, die ich das gesehen habe, und es gibt auch viele Toten und gibt es dann auch die Evakuierung von den Menschen von einer Stadt zur anderen, und man redet nur von Krieg, ja, und waren auch die Kriegtreiber sozusagen, also die Militär, die Soldaten so sehr orientiert, ne, dass man dann die jüngeren Menschen auch motivieren, sich als Reservisten zu engagieren und auszubilden und sowas. Da habe ich komplett abgelehnt. Habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass das nur der einzige Weg ist. Das Leben ist ein anderes für mich. Und ich bin in dieser Welt geboren und ich wollte auch friedlich, also leben. Also wenn es ein Problem gibt, dann muss man doch darüber reden. Man kann ja nicht einfach so versuchen, dann auch mit Gewalt, mit allen Mitteln, also Gewaltmittel, dann die Probleme zu lösen, sondern muss man darüber reden. Und in der Familie hatten wir, also die große Familie in Afrika, hatten wir eine Person, der auch Offizier war. Und der hatte uns dann immer davon erzählt, von Krieg und so. Und wenn er weg ist und kam er wieder zurück, dann fragen wir, wo er war.
Und da hat er uns dann erzählt, dass er im Krieg war und solche Sachen. Und da war für mich unverständlich. Und nach der Abitur, dann habe ich gesagt, ja okay, suche ich was anderes, was ich dann auch also die Menschen helfen kann, aber nicht als Soldat. Und diese Arbeit, dieser Gedanke begleitet mich auch bis heute noch. Also die Projekte vor Ort, das ist jetzt bei IREMA. Wir haben 2 Programme. Also eine, das ist die ländliche Entwicklung, also oder Agrarentwicklung, sagen wir mal so. Und in anderem Bereich ist dann die Friedenarbeit. Und diese Friedenarbeit, in dem Bereich Friedenarbeit arbeiten wir dann noch mit also lokale Partnerorganisationen zusammen. Zum Beispiel die lokalen Radio. Wir arbeiten dann über die Konflikte, die im Bereich Goldabbau, also wir fordern nicht diese Goldabbau, sondern die Konflikte, die da um den Goldabbau, da versuchen dann friedlich, gewaltfrei, also zur Lösung zu finden. Und auch die Friedenerziehung, was dann auch mit den Schulen zusammen, Universitäten und Koranschulen zum Beispiel auch. Also da versuchen wir, das gewaltfreie Aspekte da in deren Ausbildung und deren Fortbildung und sowas da rein zu bringen. Und auch im Bereich Friedensjournalismus auch. Die Journalisten können ja als Konfliktelöser sein und auch Konfliktestifter sein, wenn die ihre Arbeit nicht so gut machen. Ne? Und das ist dann, was wir dann versuchen, dass die dann auch besser ihre Arbeit dann gestalten können und die gute Information vermitteln können. Ja, als ich dann in Kongo war, wir mussten ja die Partnerorganisation oder die Zielgruppe auch besuchen und auch beraten. Und Friedenarbeit heißt ja Begegnung. Man kann ja nicht immer über Telefon wie heute mit Handy oder was so die Leute beraten, sondern es gibt einige Sachen, muss man dann auch persönlich da sein. Und haben wir dann einen Termin gemacht und wir mussten dahin. Und diese Zielgruppe, das ist auf einer Insel und wir müssen dann mit einem kleinen Boot dahin kommen. Und wir waren dann insgesamt also 5 Leute in einem Boot. Und ich habe gesagt, das Boot ist so klein, aber wir müssen trotzdem versuchen dahin, weil wir müssen diese Partner, also diese Gruppe besuchen. Wir haben auch einen Termin und wir können ja nicht sagen, wir haben keine passende Boot und fahren jetzt zurück. Und wir stiegen dann in diesem Kanu und dauert einige Minuten. Dadurch, dass wir dann 4 Leute da drauf waren, habe ich dann ein Loch in die Mitte von dieser Kanu entdeckt, wo dann Wasser reinfließt. Und wenn wir das nicht reagieren, wir werden ja alle 4 runtergehen. Und dieser Kivu-See ist so tief. Wenn etwas passiert, wird keiner wieder sich bemühen, jemanden da rauszuholen. Das wird ja gleich unser Friedhof sein. Und da habe ich dann sofort mit meinem linken Fuß, also dieses Loch dann gedrückt. Und habe ich gesagt, ich brauche ein Tuch oder etwas, was ich dann damit dieses Loch da schließen kann. Und dann hat die mir dann ein Leder gegeben und dann habe ich dann geknüllt und dann habe ich dann dieses Loch dann zugemacht und dann habe ich den Rest von Wasser, was dann im Kanu oder so drin war, habe ich dann alles geschaufelt, also rausgeschaufelt. Und dann sind wir daraus
also am Ufer angekommen. Und dann habe ich, die wollen schon gehen, habe ich gesagt, ja, stopp, wir müssen erst mal darüber reden. Und da habe ich dann gesagt, was haben die denn da gelernt aus dieser Situation? Da hatten die gesagt, ja, aber wir sind nach Heile gekommen, also das ist ja schon gut. Du hast was gemacht und wir sind nach Heile gekommen. Ich habe gedacht, genau. Aber wenn ich das nicht mache, das ist so wie eine Konfliktsituation. Wenn ich da nur zuschaue, nichts mache, dann werden wir alle runtergehen. Das heißt, in kritischer Situation, in Konfliktsituation, wir müssen uns auch so verhalten, dass wir, wenn wir sehen, dass das nicht richtig ist und wenn wir dann eine Lösung haben oder eine Ideen haben, kann ja keine Lösung sein, aber vielleicht eine Ideen oder Vorschläge oder was, dann müssen wir dann auch mal nutzen. Und das ist für mich eine Situation, das erzähle ich auch gerne weiter als Beispiel, dass die Leute sehen, zuschauen und nicht reagieren ist keine Lösung. Ja, also dass man dann auch wirklich auch was machen kann. Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir, man kann ja nicht sagen, dass das 100% klappt, aber Vorurteile muss man abbauen und auch Hilfsbereitschaft zeigen und auch diese Akzeptanz. Das ist ein Mensch, ich akzeptiere ihn auch wie ein Mensch. Ein Vorurteil kommt ja, wenn man dann von vornherein denkt, ich bin anderes als der mir gegenübersteht, oder ich bin besser als was er eigentlich ist. Und daher kommt ja dieser Vorurteil. Und man denkt auch, vielleicht hat man es schon mal gehört, dass das die Leute, ich nehme ein Beispiel, dass die Deutschen Rassisten sind. Das stimmt ja nicht. Vielleicht ist ja eine Person, die seine Meinung gesagt hat. Das heißt nicht, dass das alle Deutsche so sind. Es gibt ja die Deutschen, die sich auch gegen Rassismus oder gegen Gewalt auch engagieren. Ja? Und warum soll man denn dann von vornherein so verallgemeinern, ein einziger Fall, den man erlebt hat, versucht da zu verallgemeinern? Das finde ich, also für mich finde ich das wirklich extrem und schlimm. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, ja, also von unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Hautfarbe. Aber für mich sind die Menschen, als Mensch für mich steht dann im Mittelpunkt als so nach Herkunft oder nach Hautfarbe oder nach Geschlecht oder was so zu verurteilen, also zu betrachten. Also für mich ist das ist das eine rote Linie sozusagen, Vorurteil. Aber kann ja passieren, dass ich auch jemanden so verurteilt, kann passieren, aber bewusst will ich nichts machen, will ich lieber vermeiden. Bei jedem Konflikt gibt es auch eine Lösung. Und diese Lösung muss jeder im Kopf haben. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, man weiß, wann ein Konflikt ausbricht, aber man weiß nie, wann das aufhört. Das Ende weiß man nicht. Aber wenn man was Positives da beitragen kann, da gibt es auch Kraft, gibt es auch Hoffnung. Das ist, was mich da immer so motiviert. Und auch selbst hier in Deutschland habe ich auch einige Situationen erlebt, die ich dann so, ich weiß es nicht, ich kann auch nicht sagen, wo ich dann diese Mut, diese Kraft da kriege. Na? Und das war schon
1993 war ich dann mit einem Freund in Ostdeutschland. Und wir waren in der Gegend von Leipzig, wo dann auch mit so einer Bummelzucht die alte Lokomotive noch. Und auf einmal kamen dann die jüngeren Leute, die dann auch also zu viel Bier getrunken und dann so geredet, oh, was machst du denn hier? Was willst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, jo, komm. Da ist der eine zu mir gekommen und dann kamen die 2, 3 noch dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nach Deutschland gekommen zu studieren. Und dann einer sagte, kannst du nicht studieren, was du jetzt hier studiert, kannst du nicht in deiner Heimat studieren? Ich habe ja, ich suche einfach also ich bin so durstig nach Wissen. Ich suche einfach den Weg. Also egal wo das ist, es ist mir egal, aber das ist ein Zufall, dass ich dann hier in Deutschland bin, weil was ich studieren will, ist ja hier in Deutschland auch. Und dann die 2 sind dann weggegangen, nur eine hat sich noch weiter interessiert und dann noch gefragt und wir haben uns dann unterhalten und dann hat er angefangen zu sagen, Deutschland ist scheiße und er hat auch Abi gemacht und er weiß nicht, was er machen kann und so. Ich habe gesagt, ja, aber wenn du sagst, dass das Deutschland scheiße ist, warum soll ich denn dann glauben, dass das Deutschland gut ist? Ja, du bist eine Deutsche. Du bist hier geboren. Vielleicht deine Eltern auch hier geboren. Die sind auch hier groß geworden. Du wirst auch hier groß werden und du wirst auch hier dein Leben verbringen. Das ist deine Heimat. Und warum sagst du denn sowas? Der ist da aufgestanden, weggegangen. Für mich ist schon vorbei. Also das ist erledigt. Ich habe gedacht, das ist schon zu Ende. Und dieser junge Mensch, 2 Jahre später, an der Uni in Göttingen. Ich war in die Mensa, habe ich was zum Essen geholt und dann kam jemand von hinten, hat er mich dann so von hinten getickt und er sagte, kennst du mich? Ich habe gesagt, nee, ich kenne dich nicht. Aber sag's doch bitte, hilf mir, dass ich dann mal daran erinnern, wo wir uns kennengelernt. Und dann, er hat mir erzählt, was ich ihm dann in dem Zug erzählt habe. Damals, als er dann besoffen war, hat ihn dann gezwungen, heute Jura zu studieren. Ja. Und dann wir sind dann zusammen in einen Tisch gegangen, wir haben dann zusammen gegessen und er sagte, in dem Moment, als er mit mir geredet hat, er hat keine Angst in meinen Augen gespürt. Er hat nur gesehen, dass er ein Mensch, der wirklich weiß genau, was er will. Und was ich ihm dann gesagt habe, das hat ihn so beeindruckt, hat ihn dann so zu denken gebracht, dass er dann sagt, ja, es gibt ja viele Möglichkeiten in Deutschland, warum kann er denn nichts nutzen? Und so ist er darauf gekommen, er wollte lieber Jura studieren. Und da habe ich gesagt, ja, wenn dir was gebracht hat, dann ist doch gut. Also da habe ich aber nicht viel getan. Und da sagte er, doch, hast du viel getan. Aber ich überlasse immer die andere, also zu sagen, was ich als Leistung gebracht habe. Aber ich persönlich sehe ich nicht als große Veränderung oder große Leistung, die ich verbracht habe. Also es ist ja nur ein Beitrag zu einer Veränderung, aber das ist nicht das Ganze. Das ist ein Gegenstand, das kommt von Irene und ich finde dieser Gegenstand interessant, weil da drinnen ist das viele beschrieben, was das Irene macht oder mit welchen Menschen, was von Menschen. Es ist nicht also die Profile da geschrieben, aber es ist nur beschrieben, was die da so zusammen machen. Und wenn man dann die ganze Organisation
in Deutschland, also die deutsche Organisation in Deutschland, wenn man da so guckt, da gibt es viele, die nicht so diverse wie Irene. Und Irene ist ja auch am Anfang auch genauso. Aber heute, wenn man guckt auf die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle oder die Freiwillige, es gibt ja Bilder, wenn man die Bilder von Irene, die frühere Bilder nimmt und die jetzige Bilder, also die aktuelle, auch auf dem Homepage oder so guckt, da ist das wirklich, die Diversität ist also die Realität bei Irene. Also dass diese Wort Frieden ist für mich, das beschreibt viele Sachen. Das Zusammenleben, die Hilfsbereitschaft, die ich schon mal gesagt habe. Und auch der Zusammenhalt und es gibt ja viele Sachen drin, die dann dieses Wort Frieden beinhaltet. Weil es, wie ich schon mal öfter mal schon gesagt habe, es gibt den Krieg, es gibt den Vorurteil, es gibt die Konflikte, weil wir uns nicht kennen. Man kann mit Dialog, mit Kennenlernen, mit gegenseitig Begegnung oder Diskussion und so viel erreichen, als schnell auf Waffe zu greifen und erschießen. Und das ist, für mich ist keine Lösung. Das ist ja meine Motivation, zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, dass es immer so diese Konflikte gibt. Ich versuche, das zu lösen. Und wenn ich es dann schaffe, dann ist das super. Dann sehe ich das schon, kann ich noch das Ergebnis erleben. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann, ich denke, dass das wird irgendwann irgendwo in dieser Welt auch jemand wie ich geboren, die auch so denkt, dass die dann sagt, ja, wir müssen die Konflikte ohne Gewalt lösen. Und das ist da die Hoffnung, die ich habe. Also solange ich leben kann und Kraft habe, dann werde ich immer noch mich engagieren und werde ich immer noch meinen Mund aufmachen, wenn ich dann etwas sagen kann.